Herr Schulz-Rutenberg, Sie sind Stoffwechselexperte aus Hamburg, aus Leidenschaft. Und einer Ihrer Kernsätze ist, Messer und Gabel entscheiden darüber, wann man den Löffel abgeben muss. Das ist, glaube ich, ein echtes Aha-Erlebnis für unsere Zuschauer. Aber was müssen Sie sich darunter vorstellen? Grundregel ist, mein Körper besteht zu 100% aus meinem Essen. Das heißt, meine tägliche Nahrungsauswahl entscheidet darüber, wie fit ich bin, wie viel Energie ich habe und auch, wie ich langfristig durchs Leben gehe, sprich, ob ich Krankheiten entwickle oder Krankheiten nicht entwickle. Und das heißt, da hat jeder eine riesengroße Chance, durch ein paar gesündere Ernährungsgewohnheiten viel für sich zu tun. Die meisten Menschen, die sich mit Gesundheit, mit Krankheit auseinandersetzen, haben das Gefühl, sie würden sich schon ziemlich gesund ernähren, sie würden schon sehr viel richtig machen. Wo liegen die häufigsten Missverständnisse? Zum einen essen wir oft zu viel, das heißt insgesamt zu viel Kalorien, zu viel Energie. Typische Folge ist Übergewicht. Wir haben mehr Übergewichtige in der Bevölkerung als Normalgewichtige. Das Zweite ist aber auch, dass die Qualität oft nicht in Ordnung ist. Unser Körper braucht bestimmte Brennstoffe, bestimmte Nährstoffe. Ohne die kann er nicht richtig funktionieren. Und wir sehen heutzutage, dass viele Menschen, auch hier in Deutschland, bei vermeintlich einem großen Lebensmittelangebot qualitativ unterversorgt sind, sprich Vitaminmangel, Mineralstoffmangel und damit Energiemangel, chronische Müdigkeit, reduzierte Leistungsfähigkeit. Nun hat ja der klassische, sagen wir mal, deutsche Bürger einen Teller mit einem Mercedes-Stern, da hat er also Reisnudeln, Kartoffeln, da hat er ein bisschen Fleisch, ein bisschen Gemüse, dann hat er noch einen Schlag Soße oben drauf. Eigentlich müsste doch alles dran sein. Es fehlen oft die wichtigsten Dinge, nämlich die Pflanzennährstoffe, das Gemüse fehlt, davon sollten wir mehr essen und gleichzeitig haben wir zu viel Sättigungsbeilagen, das sind die klassischen Kohlenhydrate, Brotnudeln, Reis, Kartoffeln, die in der Menge überhaupt nicht zu unserem heutigen Lebensstil passen. Das heißt, wir dürfen schon gucken, was bin ich für ein Typ und wir sind in der Regel Kopfarbeiter, Büroathleten und keine Leistungssportler und dementsprechend darf ich mich ernähren. Und die Grundempfehlung ist eine mediterrane Low-Carb-Ernährung und das klappt bei vielen am Anfang eben noch nicht. Das heißt, jemand, der Übergewicht hat, isst wahrscheinlich zu häufig, hat also gar keine Phasen, wo man mal auf die Reserven zurückgreifen kann. Ganz genau. Und hat aber trotzdem Angst, er würde jetzt einen Mangel erleiden, wenn er dieses oder jenes nicht tut. Was kann man so einem Menschen als erstes mit auf den Weg geben? Wo holt man ihn ab? Zum einen unterschätzen wir Menschen einfach die Menge, die wir tatsächlich essen. Das ist so eine Art Erkenntnisproblem. Da kann man heutzutage auch sehr einfach mit einem modernen Smartphone, mit einer Ernährungs-App mal Butter bei die Fische, wie wir im Norden sagen, mal wirklich gucken, was esse ich tatsächlich, um mal rauszukommen aus diesem gefühlt mache ich alles richtig. Also mal eine wirkliche Bestandsanalyse machen, Ist-Soll-Vergleich. Das wäre ein erster Schritt. Das zweite Phänomen ist, und das ist nämlich auch ganz klassisch, wenn der Patient die Situation hat, dass er übergewichtig ist und gleichzeitig aber schlapp ist, dann kommt ja oft der Rat, Sie müssen mal mehr Sport machen und Sie müssen sich mal mehr bewegen und dann passt das alles schon. Nur dann kann ich gar keinen Sport mehr machen. Oder ich kann mich vielleicht einmal aufraffen zum Training und danach bin ich 2 Tage schlapp bis zu krank. So. Und da haben wir folgende Situation heutzutage, dass ich nämlich in den Zellkraftwerken, in den Mitochondrien, das Problem habe, dass Energie fehlt. Und gleichzeitig schleppe ich noch 10, 20, 30 oder mehr Kilogramm Ballast mit. Und deswegen wäre da das Thema wirklich zu sagen, wir müssen Mikronährstoffe auffüllen, Vitaminspeicher wieder auffüllen, die Energie, die Zellkraftwerke wieder zum Laufen bringen, um damit auch den Stoffwechsel zu aktivieren, denn nur dann kann ich überhaupt abnehmen. Und das ist wichtig, dass man das berücksichtigt bei dem ganzen Konzept. Menschen, die ein solches Problem haben, die also sozusagen schlapp sind, die Übergewicht haben, die vielleicht auch nicht immer ausreichend Sport machen, die nicht jeden Tag zu Hause sind, die auf Geschäftsreise gehen, die in die Hotellerie gehen, die zwischendurch was essen wollen, die sind natürlich in einer Situation, wo sie Hilfe brauchen. Was kann ein Stoffwechselexperte diesen Menschen als Hilfe anbieten? Ein Stoffwechselexperte würde zum einen sich genau den persönlichen individuellen Lebensstil angucken, würde sich angucken, wo sind die Herausforderungen im Alltag, wo gibt es Möglichkeiten, Dinge zu verbessern und es gibt immer die Möglichkeit, durch Umstellung von gewissen Gewohnheiten, Ritualen, Ernährung zu verbessern und damit den Stoffwechsel zu verbessern. Also man guckt sich individuell an, wo gibt es Schwächen und dann geht man mit der Politik der kleinen Schritte daran und stellt Rituale um, stellt Gewohnheiten um, optimiert Abläufe im Alltag und das ist eigentlich in jeder Konstellation möglich. Es geht darum, nicht nur sein Auto gut zu pflegen, sondern auch sich selbst. Ne? Und da kann man einfach viel machen. Letztendlich ist Gesundheit noch kein Schulfach und kommt auch in der Ausbildung nicht vor. Und deswegen ist die Idee, dass man da selber Eigenverantwortung übernimmt, dass man proaktiv daran geht und sich einfach sagt, ich muss diesen Körper gut pflegen, denn er ist mein Kapital. Wenn Sie also unseren Zuschauern jetzt nochmal einen Tipp mit auf den Weg geben sollten oder könnten, was Sie vielleicht als nächstes für sich tun sollten, was wäre das?
dann würde ich empfehlen, dass man sich vielleicht nochmal Gedanken macht, was sind meine Energieräuber? Das kann der Bereich Ernährung sein, das kann aber auch der Bereich Schlafmangel sein, der Bereich Bewegungsmangel und nochmal an der Stelle gucken, mit welchen Ritualen im Alltag kann ich dafür sorgen, dass ich auf einem guten Energielevel bleibe. Und da kann in der Regel, wenn man ehrlich ist mit sich selbst, wird jeder sofort ein paar Dinge finden, wo er sagen kann, da kann ich ran, da weiß ich eigentlich, ne, da brennt die Kerze an zwei Enden und da kann ich was verbessern, kann ich was optimieren. Und die Empfehlung ist immer Politik der kleinen Schritte, Gewohnheiten Schritt für Schritt verändern, das kann jeder. Also, es ist ein langer Weg, aber jeder Weg beginnt mit dem ersten Schritt. Diese Schritte kennen Sie, meistens alle. Ich muss niemandem, der übergewichtig ist, sagen, du bist dick oder du musst weniger essen. Das weiß der selber. Aber was er weniger essen wollte, das kann er sich raussuchen. Das ist der erste Schritt. Und wenn er nicht weiterkommt, dann suchen Sie einen Stoffwechselexperten auf, denn der weiß, wie es geht und hilft Ihnen, diese Schritte auf der richtigen Richtung weiterzugehen. Vielen Dank fürs Interview. Dankeschön. Der erfahrene Experte aus Hamburg.